Ja, wie es so ist, laufen mal wieder einige Baustellen parallel. Ich habe ja ziemlich dolle Heuschnupfen und deswegen war Marcel so lieb und hat meiner Frau beim Misten geholfen. Die Spaßjahreszeit für mich geht jetzt erst los. Jetzt kann ich den Frühjahr noch genießen. Aber das Gras, wenn das erst blüht, dann wird es für mich nicht mehr so schön. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Mühlenabenteuer. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ich nehme euch jetzt auf eine kurze Schlepperspritztour mit, denn ich muss noch unseren Mist wegfahren. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir brauchen Platz auf dem Hof, denn wir wollen uns heute vornehmlich um unseren blauen Kumpel kümmern. Zu so einem Sanierungsprojekt, wie wir hier an der Obermühle machen, gehört ja auch ein anständiger Maschinenpark. Und unser Bagger, unser Chef HML 30 Bagger, den wir vor etwa 15 Jahren hier zu unserem Projekt mit hinzugezogen haben, der braucht ein bisschen Inspektion. Zum einen haben wir einen Hydraulikölfilter, den wir wechseln wollen, und dann macht der Baggerstiel auch noch ein paar Probleme. Deswegen müssen wir uns diesen Themen heute annehmen, müssen wir ein bisschen schweißen und ein bisschen schrauben. Ja, drückt mir die Daumen, dass alles gut klappt. Ich wünsche euch viel Spaß und wir legen los. Beim letzten Mal Holz machen habe ich schon gemerkt, dass hier unser Chef HML 30B ein bisschen am Fahrantrieb gekränkelt hat. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Filter vom Fahrantrieb verstopft ist. Den muss ich relativ häufig wechseln. Deswegen hier der neue Filter, und wenn ihr Bock habt, dann bauen wir den jetzt noch zusammen ein. Ja, relativ häufig ist natürlich auch noch relativ richtig. Ich habe den, glaube ich, in den letzten 15 Jahren ist das jetzt der 3. oder 4. Filter, den ich einsetze. Ja klar, je mehr man den Bagger benutzt, desto mehr verschleißt das. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, das verschleißt da einfach durchs Rumstehen. Da ist er, der Lümmel. Ich habe so ein schönes Werkzeug zum Filter rausschrauben. Und wisst ihr, wo das liegt? Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe damit tatsächlich maximal zweimal einen Filterwechsel gemacht. Danach hatte ich es irgendwo hingelegt und dann fällt es mir immer wieder in die Finger. Dann denke ich mir, ach, da liegt das Teil. Und ja. Meine Oma schon immer gesagt, Junge, man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, wenn der jetzt noch passt, könnte das unter Umständen eine schnelle Nummer werden.
weil das so gut lief, nehmen wir uns jetzt noch ein Problem an. Und zwar hat hier wohl mal irgendjemand diese Aufnahme von der Schaufel falsch rum angebaut. Und das hat dazu geführt, dass hier Bruch passiert ist. War ich aber nicht, ich habe das noch nie auseinander gehabt und ich habe auch so ein bisschen Respekt davor, das auseinanderzunehmen, aber ich würde das einfach mal versuchen, die Bolzen rauskloppen und naja, hoffentlich funktioniert das genauso schön smooth wie bei dem Filtertausch. Richtig viel Bums dürfte da ja eigentlich nicht drauf sein. Hauptlast müsste eigentlich hier drauf sein und hier naja, kann man zumindest wahrscheinlich entlasten. Und vielleicht kriege ich das hier auch wieder ein bisschen gerichtet und geschweißt. Wäre ja nicht schlecht. So in dem Zustand kann ich nicht allzu viel machen. Ja, unseren blauen Kumpel hier, den haben wir vor, ja, wie ich schon gesagt habe, etwa 15 Jahren gefunden, beziehungsweise mein Vater hat den gefunden, der stand an einer Kläranlage, hier ganz in der Nähe, war komplett eingewachsen und irgendwelche Übeltäter hatten den Arm so dolle massakriert, dass er ja, wertlos erschien, glaube ich. Also es war alles kaputtgeschlagen, was man irgendwie kaputt schlagen kann. Ich weiß auch nicht, warum Leute immer alles kaputt schlagen, was irgendwie so ein bisschen herrenlos anmutet. Also komplette Elektrik war rausgerissen, alle Scheiben waren eingeschlagen, alle Lampen waren zertrümmert und zerdeppert und also wirklich... Dass nicht noch Graffitis dran geschmiert waren, das war, glaube ich, so ziemlich alles. Aber aus dem Grund haben wir den Bagger relativ günstig bekommen. Wir haben damals, und jetzt haltet euch fest, 800 € dafür bezahlt. Ja, und er hat ungefähr für 80.000 € gebaggert mittlerweile, glaube ich. Um der Wahrheit Genüge zu tun, muss man sagen, ich habe dann so nach und nach etwa 2.000 € nochmal reingesteckt. Also es waren schon relativ viele Dinge dann auch kaputt, die dann auch repariert werden mussten. Und ich habe dann auch noch mal eine Greiferverrohrung nachgerüstet mit Umschaltventil und so weiter. Gibt es auch so ein paar ältere Videos, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut doch einfach mal rein. Hey mein Freund, bestehende Aktien. Oh, habt ihr schon vermisst? Habt ihr ihn auch vermisst? Gut, hat er eigentlich gut gegangen. Rasenmäherschlepper repariert. Ui. Und auch schon gemäht. Ja, war ein bisschen kleinteilig, weil das Gras so hoch war, aber ging. Ja, ich habe ja heute auch bei mir drüben gemacht und habe jetzt die halbe Decke schon fertig drin. Schön Bretter. Schön Bretter. Ja, ist doch geil. Gleich Bretter machen und gleich verbauen und besser geht's doch gar nicht. Genau, ich war heute Morgen ja noch mal los. Jetzt kam auch noch die Lieferung mit den Schrauben. Ja. Als vorher. Was nimmst du jetzt für die Decke? Ja, die Tellerkopfschrauben, 8x80. 2 Stück pro 2 Stück pro Brett, genau, wie du gesagt hattest. So ein Alt, gib ihn. Wir haben nämlich so Trick 17, wir machen es nicht mit Schalbrettern, habe ich bei mir auch nicht gemacht, sondern mit Tellerkopfschrauben. Und einfach plupp die Bretter flach unter die Decke drunter. Genau. Naja, brauchst du nur noch Schilf dran schießen, kannst mit Lehm verputzen, bist fertig. So sieht's aus. Ja, von oben kommt eine Dämmung, also erstmal ein bisschen Lehm, dann eine Dämmung in die Deckenfelder rein und fertig. Ja. Dann sind die Bretter gleich aus dem Wetter raus. Ja, deswegen. Das muss ja wenn die so auf dem Haufen liegen. Deswegen. Das siehst ja an Holzschuppen, das atmet nicht genug. Nee, das fängt an zu schimmeln. Das ist scheiße. Fängt an zu schimmeln. Ja, da oben auf dem Dachboden geht's. Ja. Da geht immer schön Luft. Ja, da oben ja jetzt auch. Bei dir? Oh ja, das ist ja quasi auch Dachboden. Naja, nicht wirklich. Eigentlich schreit es danach, endlich erschlossen zu werden. Ja, es geht richtig gut vorwärts, also wirklich. Ja, super. Gut, Balken sind drin. Decke ist jetzt schon fast die Hälfte. Geht vorwärts, also echt super. Ja, schreibt doch mal in den Kommentaren, ob wir bei Marcel auch mal wieder Mäuschen spielen wollen. Ja, klar. Er kann uns mal zeigen, was er gemacht hat. Ja, ich bin gerade dabei, Filter habe ich noch getauscht vom Fahrantrieb, weil mein Vater hat das Holz jetzt schon zu Hause. Oh. Ja, ist gestern gefahren worden und ich habe mich noch nicht gemuckst. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich mich muckse, dann muss auch der Bagger einsatzbereit sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mit irgendwie eine Arbeit anfängst. Richtig. Und dann fangen die Maschinen an rumzubocken, weil kann ja immer passieren, aber
Aber Nee, jetzt wolltest du die drehen, wie wir besprochen hatten, oder Ja, was? mich hat schon mal einer im Video angesprochen und du hast mir das Ganze ja bestätigt, Ja, dass die falsch rum dran sind, beziehungsweise sind wahrscheinlich Seiten vertauscht gewesen. Seiten vertauscht, ja. Und Den kriegt man nicht weit genug rum, ja. deswegen kriegen wir nicht weit genug rum und deswegen hat es wahrscheinlich auch die Endanschläge abgeschert. Ja. Ja, Ich gut, habe da aber dann druckt's noch ja nie gegen. was, ich habe noch nie was dran gemacht, ich habe es noch nie gedreht. Ich war es nicht. Ja, aber er kriegt dadurch immer Druck und dann passiert so ein Scheiß. Ja, das braucht kein Mensch. Ah, scheiße. Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, lief das mit dem Schlepper gut, lief das mit dem Filtertauschen gut. Ja, klar. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob das auch noch gut läuft. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Ja, ich glaube, das tatsächlich das Anbauen ist jetzt kein Problem. Ich habe mir nur gedacht, wenn ich schon mal so gut drankomme, Ja, dann würde ich mir mal das Elektrodenschweißgerät packen und hier versuchen, das Ding mal wieder so ein bisschen wenigstens einzuschweißen, weil ich glaube, dass das... dann hört das Wasser auf reinzulaufen. Ja, es ist auch nicht so gut für den Stiel tatsächlich, glaube ich. Nee, das kann nicht gut sein. Ja, nur, Das kann nicht gut sein. das ist halt... Aber, Aber er ist natürlich auch alt, ja. Aber wenn wir natürlich den Löffel rumkriegen, das wäre natürlich. ja, ein wir haben ja Träumchen, so kleine Projekte noch vor, hier mit Pflastern und mit Terrasse machen und... Der Rasse wird toll. Und selbst beim Holzladen, als Ja. wenn man Bagger das Holz aufgeladen ist, halt blöd, wenn du nicht zumachen kannst, Ja. gescheit. Ne? Wobei ich glaube, das ist jetzt tatsächlich das kleinere Problem. Das größere Problem ist, das jetzt zu schweißen. Aber ich werde mir jetzt einfach mal die Elektrode holen. Ja. 3-2er Stahlelektrode und werde mal gucken, ob ich das so ein bisschen, sehr dickes Material, ob ich so ein bisschen voll kriege. Marcel, meinst du, das geht? Das geht. Das kriegst du hin, ey. Wir haben schon so viel anderen Mist geschafft, oder? Schaffen wir das auch noch. Ja. Ja, ja, ja.
Marcel, gut so, oder? Ja, ich denke schon. Ich sag mal, klar wird es den einen oder anderen geben, der sagt, jo, da kann man noch mehr, aber Ach, klar, Marcel. wir könnten hier noch auffüllen mein ohne Gott. Ende, aber Der Tag neigt sich dem Abend und das Loch ist zu. naja, ich habe ja schon mal gegrillt wenigstens, du noch nicht. Aber meine Frau hat Grillgut für morgen eingekauft. Oh, morgen will ich auch noch mal. Ja. Nein, ich denke bisschen. mal, das passt. Also ein bisschen Rostemandler drauf. Oh, er verdampft gleich noch. Ja, das Uff. sieht doch. Wenn wir überlegen, wie lange da jetzt ein Riesenloch drin war, Ja, denke ich, ist das schon. das ist so. Und das so gut ist, wenn der so verdampft, sollte Ja, man nicht eigentlich. einatmen. Ach, ob ich jetzt rauche oder das mal einatme. Ja, langsam weicht das Licht, ne? Ja. Wenn wir doch mal so einen Scheinwerfer anschließen, den ich Ja. mitgebracht habe. Und das in der Sommerzeit. Uiuiui. Gut. Bisschen zurück. Gut. Marcel, da muss die andere Scheibe noch zwischen. Von hier. Ja, 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 ja. Kannst du mal leicht klopfen? Leicht anfragen, meinst du? Leicht ist gut. Warte. Gut, prima. Sprengring hast du? Jo, Lichter. Ansonsten habe ich noch eine Kiste voll. Nein. Testen? Testen. Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn in die das Licht Schaufel geht, ja. in die Schaufel geht. So rum. Ja. Das bleibt da drinne. Passiert nichts. Alter Schwede! Hä? Geiler Scheiß! So soll ein Baggerlöffel rumgehen. So soll der Baggerlöffel funktionieren. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ja, jetzt kann man auch mal im Notfall versuchen, nämlich mit der Schneide wieder zu arbeiten. Im Notfall probiere ich es mal. Wie so ein blutiger Anfänger auf dem Bagger. Ja, aber jetzt jetzt ist das schön. Geil. Geil, ja. Perfekt. Super. Erfolgreiche Reparatur, würde ich behaupten. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen zu früh das Zeug drauf geschmiert. Machst du morgen noch mal was drauf. Ja, das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt Ja, aber guck mal, ist doch. ja, ist ja gut so. Gut so. Löffel geht schön rum, ist toll. Jetzt ist Scheiße wieder zu. Hier Ja. ist gut geworden. Ja, hier war die Brocke noch da, ne? Ja, Drüben war das ein merkst du. riesen Krater. Da drüben war ja Keine Ahnung. 5 Zentimeter. Loch, ja, ja. Also ich sag mal, für das ist es echt in Ordnung. Ja, das hat mich schon lange genervt. Ja, wir haben ja auch noch ein bisschen was vor mit dem Bagger, also muss er auch Ja, der mal. darf noch nicht schwächeln. Ja, Aber so sieht das jetzt anständig aus. ja, ja, jetzt geht auch der Löffel schön rum. Echt Ja, toll. ja. Das war ja Kacke.
Jo, mit der Hand schippen ist scheiße. Dann lieber schlecht gebaggert wie gut geschippt. Also, sagen ja manche, ich soll den mal streichen und sowas. Ne? Ah, hör auf, hier allzu viele Fett dran, dann komischerweise gehen sie dann immer kaputt. Ja, aber sowas ist schon wichtig. Nein, das ist so in Ordnung. Ja. Super. Fahrantrieb geht wieder. Was war nur der Filter und das hier, das war gut, dass wir das mal gemacht haben. Ja, Das war mir schon lange hatte ich das auf der Agenda. Ja, jetzt kannst du auch, wirst du sehen, wenn du die Steine mal wieder hochlöffeln willst, wird das bedeutend schöner gehen. Ja, das war doch kacke, dass du den Löffel nicht zumachen kannst. Und nur der Dinger drehen, ohne das zu schweißen, wäre auch bekloppt gewesen. Ja, aber jetzt wirst du sehen, wenn du den aufsetzt, kannst du den jetzt schön hinten auf dem Rücken und lässt ihn über die Schneide, kannst du jetzt nur hochziehen. Ja. Das wirst du sehen, das geht jetzt erstmal wieder ungewohnt, aber es wird besser gehen. Glaub mir. Ja, siehst du, so kann man auch was lernen. Wir kennen uns jetzt schon so lange, aber dass du so gut schweißen kannst, wusste ich nicht. Darauf kann man aber immer zurückgreifen. Ja, natürlich. Aber du hast ja auch gelernt. Ich habe es gelernt. Ich bin ja eigentlich gelernter Industriemechaniker. Also mit Schweißzertifikat, Schweißprüfung, allem drum und dran. Ja. Aber klar, ich habe es jetzt auch, bin ich ehrlich, ich bin jetzt in Garten, Landschaftsbau und Tiefbau, mache ich jetzt 20 Jahre. Ich bin 20 Jahre raus, habe immer mal nur für mich privat geschweißt. Also ich sag mal, klar ist das ausbaufähig. Das wissen wir selber, aber für unsere Zwecke wird es reichen. Also lange die Scheiße, also es ging ja auch mit Löchern. Ja. Also ist jetzt besser. Ja, auf jeden Fall. Wenn euch unsere kleine Aktion gefallen hat, dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischneit, schaut, weil, also Schnee schneit nämlich zurück, jetzt wird es Frühling. Ja, wir lassen uns immer ein paar schöne Abenteuer einfallen, oder? Genau, also eigentlich kommen sie von allein, die fallen mehr auf uns ein. Ja, genau. Schön wäre es, wenn ihr wieder dabei sein würdet. Wir verabschieden uns an einem sonnigen, erfolgreichen Arbeitstag. Abo und Like da lassen. Genau. Und wiederkommen nicht vergessen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.